Angefangen hat alles 1995, da war ich noch in der Ausbildung. Ich habe in der Ausbildung schnell gemerkt, dass das Drehen mir besonders Spaß macht. Und aus dieser kleinen Leidenschaft ist es dann so entstanden, dass ich 1997 ein Gewerbe angemeldet habe und nach Feierabend nebenbei in der Scheune die ersten Drehteile gedreht habe. Im Jahr 2002 hatte ich meinen ersten Angestellten. Da kam dann auch schon die erste gebrauchte CNC-Maschine und dann habe ich 2004 die nächste gebrauchte CNC-Maschine gekauft und bis 2007 haben wir dann an gebrauchten Maschinen zu zweit gearbeitet, auf ungefähr 100 Quadratmeter in einem alten Schweinestall. Nachdem die Wirtschaftskrise 2010 überwunden war, haben wir dann 2011 die erste neue Drehmaschine gekauft und das war eine CMZ. Und das hat sich im Laufe der Jahre dann so erweitert. Wir waren so zufrieden mit der Maschine, dass wir dann noch 2 Maschinen gekauft haben. Und dann sind wir 2018 in das jetzige Firmengebäude gezogen. Wir haben also neu gebaut im Industriegebiet auf dann 1000 Quadratmeter Produktionsfläche. Und im Laufe dieses Umzuges habe ich dann noch eine CMZ gekauft. Das war dann die TX. Und ja, mittlerweile haben wir 4 Maschinen, arbeiten im Zweischichtsystem mit 17 Mitarbeitern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war so gravierend, dass da teilweise bei dem gleichen Maschinentyp mit der gleichen Ausstattung im Vergleich zu CMZ über 100.000 € zwischenlagen. Und damals 3 Angestellten wuchsen bei uns die Bäume auch nicht in den Himmel. Und da überlegt man sich dann schon, ob man 100.000 € mehr ausgibt für das gleiche Produkt oder doch noch mal schaut, was auf dem Markt ist. Und ich war qualitativ vom ersten Augenblick eigentlich von der CMZ so überzeugt, dass ich mich dann für die Maschine entschieden habe. Ja, warum CMZ? Weil das Gesamtpaket einfach passt. Ich mag es nicht, wenn man immer andere Ansprechpartner hat. Ich habe seit knapp 10 Jahren den gleichen oder die gleichen Ansprechpartner bei CMZ. CMZ hat einen sehr guten Service. Ich bin bisher immer sehr, sehr gut bei Problemfällen bedient worden.